Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sitze ich wieder klassisch in meinem Schlafzimmer. Ich habe euch ja gesagt, dass ich, wenn ich solche Talk-Videos mache, irgendwie aktuell überhaupt keine Lust mehr habe, in diesem Studiolicht zu sitzen. Deswegen ist jetzt hier das Fenster vor mir. Es ist schön hell draußen. Heute ist der längste Tag des Jahres. Wir haben heute den 21. Juni. Und ja, und ich dachte, ich setze mich mal hin und quatsche ein bisschen über meine Haarsituation. Dazu wurde ich letztens erst wieder gefragt und ich wollte sowieso schon seit längerer Zeit mal ein Video dazu machen und ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Genau, und da mein letztes Video da sehr gut bei euch ankam und ich sehr, sehr viele Views bekommen habe und auch sogar neue Follower, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, dachte ich mir, jetzt haue ich gleich schnell das nächste Video raus, weil anscheinend belohnt mich der YouTube-Algorithmus gerade so ein bisschen und das freut mich natürlich sehr. Und ja, ich habe mich fertig gemacht. Ich gehe gleich los. Ich spiele heute einen Gig auf der Fete de la Musique. Ich freue mich total darauf. Und das ist mein Look. Ich habe diese wunderschöne neue Perücke gekauft von Amazon. Echt Haar. Oh, und ich liebe diese Locken. Ich liebe sie mit Ansatz. Alles so, wie ich wollte. Und hier mit dem Pony, das ist halt keine Lace-Front, das ist halt einfach mal so eine klassische Perücke. Also ich kann jetzt keinen Scheitel machen in der Hinsicht, aber ich finde, bei Locken braucht man auch keinen Scheitel. Und sowieso wollte ich gerne mal so einen Pony haben. Locken und Pony, das finde ich halt auch ganz gut. Es gibt mir so ein bisschen 80er-Vibes. Ich habe euch hier Videos zu dem Thema markiert, wo ich schon darüber gesprochen habe. Und falls du jetzt neu hier auf dem Video gelandet bist und denkst, ja, worüber redet die Alte? Es ist halt so, ich habe eine Autoimmunerkrankung, ich leide an Alopecia oder Alopecia oder ja, wie man es nennen will. Ich habe die schlimmste Variante, eine Alopecia universalis. Das bedeutet, eigentlich habe ich gar keine Haare mehr. Alle meine Haare sind mir ausgefallen, Körperhaare, Kopfhaare, alles. So. Es war aber so, dass ich vor 2016 war das, mit einer Therapie angefangen habe. Ich bin dann hier in Hannover zur MH gegangen, in die Dermatologie. Und dort haben wir eine Off-Label-Therapie gestartet. Off-Label bedeutet, ich habe Medikamente genommen, die jetzt, sage ich mal, für meine Krankheit eigentlich nicht zugelassen sind. Und ich habe gestartet damals mit Cortison und mit Methotrexat. Cortison und Methotrexat sind ganz bekannte, sage ich mal, Medikamente. Ja, dieses Medikament ist eigentlich gegen andere Autoimmunerkrankungen, ne? Und hauptsächlich meistens gegen Rheuma. Und genau, was diese Medikamente machen, ist, dass sie das Immunsystem ein bisschen runterfahren, wodurch sozusagen das Immunsystem aufhört, bestimmte Bereiche des Körpers zu attackieren. Bei mir sind es ja meine Haare, deswegen fallen meine Haare aus und fallen dann sozusagen in einen Schlafmodus. Das heißt, sie sind nicht zerstört oder so, aber sie sind halt im Schlafmodus. Und sobald ein Haar anfangen möchte zu wachsen, wird es von meinem Immunsystem attackiert, weil mein Immunsystem denkt, es wäre ein Virus. Und ja, keiner weiß, woher es kam. Ich kenne ganz viele, die das auch haben. Das ist halt irgendwie, I don't know. Man weiß es nicht. Ich habe mir eine Zeit lang dafür die Schuld gegeben, aber heute sehe ich das auch anders. Keiner kann sagen, wieso, weshalb, warum, was jetzt der Auslöser war. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann mit dieser Therapie gestartet, mit Cortison und Methotrexat. Das Methotrexat nimmt man einmal die Woche, entweder als Spritze oder Tablette und Cortison halt nur als Tablette. Als ich damit angefangen habe, haben dann wieder angefangen, meine Haare zu wachsen. Also sprich meine Gesichtsbehaarung, Augenbrauen, Wimpern, Kopfbehaarung, das ist zurückgekommen. Am Körper, also so Achselbehaarung und sowas, das ist eher kaum bis gar nicht wieder gekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja okay, war auch okay für mich. Allerdings, war in so einer Situation, dass ich mich über jedes einzelne Haar in meinem Körper gefreut habe, egal wo es war. Und ja, und ich habe diese Therapie jetzt, ja, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 24, ich habe jetzt diese Therapie sozusagen 8 Jahre gemacht. Und ich hatte in diesem Zeitraum auch meine Haare wieder, ich sag mal so zu 80%. Ich hatte auch keine Stellen mehr. Und vor allem meine Augenbrauen und Wimpern waren wieder da. Aber vor 2 Jahren war das, ich glaube, nee, vor 3 Jahren haben ich und mein Arzt dann beschlossen, dass ich aufhöre mit Cortison. Weil Cortison ist natürlich ein Medikament, wenn man das über einen sehr, sehr langen Zeitraum einnimmt, geht das halt auch auf die Knochen.
Und ich selber habe mich auch nicht mehr so wohl gefühlt. Ich hatte zwar keine so Nebenwirkungen in der Hinsicht, dass man zum Beispiel zunimmt oder so, weil man bekommt so eine ganz kleine Dosis. Sozusagen, man nimmt erst eine hohe Dosis und dann kommt eine Erhaltungsdosis. Und ich habe dann immer nur diese Erhaltungsdosis genommen, deswegen hatte ich dann so keine Nebenwirkungen. Aber körperlich fühlte ich mich einfach nicht gut und deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir das Cortison absetzen. Und ab dem Zeitraum fing es dann eigentlich an, so bergab zu gehen. Ich habe dann wieder einzelne Stellen bekommen, habe auch wieder mehr Haare verloren, aber es war so okay für mich. Ihr wisst, ich liebe meine Perücken. Ich habe mich daran gewöhnt, halt jeden Tag fast eine Perücke zu tragen. Klar gab es Situationen, wo ich dann keine getragen habe, wenn ich zum Beispiel schwimmen gegangen bin oder zum Sport oder so. Oder halt hier auch mal im Alltag zu Hause. Aber generell ist für mich Perücke tragen Normalität geworden. Ich merke das gar nicht mehr. Das fühlt sich immer an, als ob das meine Haare sind. Und ja, und deswegen ist das für mich kein Struggle. Ich meine, ich habe jetzt Alopecia seit jetzt, in einer Woche sind es dann jetzt 10 Jahre. Vor 10 Jahren hat das angefangen, 2014 im Juli. Und da habe ich plötzlich die erste Stelle entdeckt, hier am Haaransatz. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich hatte davon nie was gehört. Und damals hatte mir meine halt gesagt, ja, das ist Stress, das geht wieder weg. Und das blieb dann halt auch so. Und dann plötzlich kam ich eine andere Stelle, da wurden es immer mehr, mehr, mehr. Und dann im Sommer 2015 hatte ich gar keine Haare mehr. Und ein Jahr später habe ich dann sozusagen mit der Therapie begonnen. Und ich habe die Medikamente auch gut vertragen und meine Haare sind gewachsen. Und es ist eigentlich so, dass man durch diese Medikamente, sagt man auch, muss man ein bisschen aufpassen wegen Infekten. Es gibt Menschen, die dadurch infektanfälliger sind etc. Das konnte ich aber bei mir auch nicht jetzt irgendwie feststellen. Ich war halt normal krank. So wie jeder andere auch mal war ich mal krank, aber es war nicht so, dass ich jetzt andauernd krank war oder sowas. Genau, und ja, ich habe dann halt, wie schon gesagt, das Cortison vor 3 Jahren abgesetzt. Dann war es so semi-gut und dann vor einem Jahr dieses Methotrexat, das andere Medikament, das muss man halt immer spritzen. Und vor einem Jahr habe ich dann einfach, ich konnte mich nicht mehr spritzen. Ihr wisst, ich habe keine Angst vor Spritzen, ne? Look at me. Aber ich konnte mich selber nicht mehr spritzen. Das ist zwar nur so eine kleine Nadel, aber irgendwie wurde übel. Ich konnte das nicht mehr und ich habe zu meinem Arzt gesagt, ich kann mich nicht mehr spritzen. Dann hat er gesagt, ja, dann können wir auf Tabletten umsteigen, aber die Tabletten wirken wohl nicht so gut wie die Spritze. Aber ich habe gesagt, okay, ist mir egal, ich fange dann mit den Tabletten an. Und dadurch wurde es dann aber jetzt noch schlechter. Und mein Arzt ist dann jetzt Anfang des Jahres auf mich zugekommen und meinte halt zu mir, wissen Sie, seitdem ich Sie kenne, tragen Sie trotzdem weiterhin Perücken, obwohl Ihre Haar auch zwischendurch da war. Ich habe Sie ganz, ganz selten mal ohne Perücke gesehen. Und Sie sind halt auch so eine Person, sagt er so zu mir, bei der man das gar nicht merkt, dass Sie eine Perücke tragen. Also ich sehe Sie immer und man merkt das halt einfach nicht. Und die Frage ist halt so, wenn Sie sowieso die ganze Zeit die Perücken tragen, macht es dann überhaupt Sinn, diese Therapie überhaupt weiterzumachen? Denn er meinte, klar, dieses Medikament ist schon sicher und ich habe ja auch alle 3 Monate war ich da zur Blutabnahme etc. Und eigentlich sieht man das halt auch, also man muss halt immer besonders auf die Leberwerte achten. Aber er meinte halt so, er kann mir jetzt keine Garantie nehmen. Er sagt so, ich kann diese Therapie natürlich weitermachen, aber es kann natürlich sein, dann in 10, was weiß ich, plötzlich, dass man dann eine andere Sache bekommt, die man nicht haben möchte. Und er meinte halt, ob es das dann wirklich wert ist, weil ich ja so eigentlich gut klarkomme. Und ach so, und was ich vergessen habe, und zwar, es gibt jetzt ein neues Medikament, was zugelassen wurde. Ominulinat heißt das, von Lilly Deutschland. Ominulinat, ich habe das hier mal eingegeben. Und dieses Medikament ist zum ersten Mal zugelassen worden auf Alopecia oder halt auf kreisrunden Haarausfall. Das ist halt auch ein Medikament, was das Immunsystem ein bisschen runterdrückt. Ich durfte letztes Jahr dieses Medikament noch testen. Und dieses Medikament war wirklich super. Also meine Haare sind wirklich gesprossen, kann man sagen. Selbst meine Achselhaare, Schambehaarung kam zurück. Aber es war dann halt so, ich habe das Medikament auch sehr gut vertragen. Und ich hatte überlegt, ob ich dann darauf gehe.
Allerdings ist es so, dass dieses Medikament ein neues Medikament ist und das Medikament ist sehr teuer. Ich glaube, im Jahr kostet es 17.000 Euro. Und ich musste natürlich dann einen Antrag bei meiner Krankenkasse stellen. Und die haben natürlich das halt abgelehnt, weil sie gesagt haben, Haare zu haben, das ist ein Lifestyle-Problem. Ja, das stand in dem Bericht drin, das ist ein Lifestyle-Problem. Und so wie Viagra oder was auch immer. Und genau, und ich habe halt keine Genehmigung dafür bekommen und ich selber kann ich im Jahr 17.000 Euro für ein Medikament ausgeben. Ja, und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht für mich sinnvoll ist, diese Therapie zu beenden. Ich war dann erst so hin und her gerissen, weil ich schon auch gerne meine Gesichtsbehaarung behalten wollte, also Augenbrauen und Wimpern. Habe dann mit mir gehadert, habe halt auch gebetet, hab auch das Gefühl gehabt, dass auch Gott oder Jesus mir sagt, dass ich, glaube ich, damit jetzt aufhören sollte. Und ja, und das hat mir so ein bisschen geholfen. Und ich habe einfach auch, ich merke einfach, ich bin auch anders wie jetzt vor 10 Jahren. Wir verändern uns ja alles weiter. Und ich glaube, dass ich emotional gefestigter jetzt bin als noch vor ein paar Jahren. Und deswegen habe ich jetzt im April aufgehört, die Medikamente zu nehmen. Und das ist natürlich so, also es ist super viel ausgefallen. Also ich habe riesengroße Stellen etc. Meine halbe Augenbraue ist weg, meine unteren Wimpern sind teilweise wieder ausgefallen und. Aber emotional geht es mir gut. Ich komme damit gut klar. Wirklich gut. Und ich freue mich einfach. Also ich bin sogar erleichtert, dass ich keine Medikamente mehr nehmen muss. Und wisst ihr, ich bin so, dass ich jetzt sage, klar, es wäre schön, wenn wieder alles so wie früher. Und ich vermisse manchmal so ein bisschen, was ich so am meisten vermisse, ist so diese Freiheit. Also was heißt Freiheit? Ich bin frei, aber manchmal so, als Beispiel, man ist am Strand und man hat, wenn man seine eigenen Haare hat, dann kann man einfach ins Wasser springen und schwimmen und so und dann einfach die Haare mal zum Zopf machen oder wisst ihr, so das sind so manche Sachen, die mich halt stören oder wenn man mit seinem Partner intim ist, so klar, mein Partner liebt mich so wie ich bin, ihm ist das egal, aber I don't know, es gibt halt so manche Situationen im Leben, da mag ich es nicht so gerne, eine Perücke zu tragen und diese Situationen sind Schwimmen, die Situation ist Sex und Sport bin ich auch immer nicht so ein Fan von, aber ich habe mich dran gewöhnt und generell, aber so im Alltag sonst ist es für mich vollkommen fein und ja, wie schon gesagt, ich nehme jetzt seit 3 Monaten keine Medikamente. Ich weiß nicht, vielleicht hat mein Körper sich jetzt auch über die Zeit ein bisschen verändert, dass vielleicht auch ein bisschen was bleiben wird oder was wiederkommt. Ich habe auch das Gefühl, obwohl vorne auch viel ausgefallen ist, bekomme ich plötzlich da wieder Härchen, obwohl ich keine Medikamente nehme. Who knows? Aber generell geht es mir gut mit dieser Entscheidung. Ich habe jetzt in 3 Wochen den Termin. Und da werde ich das meinem Arzt auch sagen, dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe. Und ja, werde dann dort erstmal nicht weiter hingehen. Er hat auch gesagt, falls ich irgendwann merke, dass es mir doch nicht mehr damit gut geht, kann ich mich auch jederzeit melden und dann nehmen die mich sozusagen auch wieder zurück. Aber generell bin ich jetzt so an einem Punkt, wo ich halt gut damit klarkomme. Und ich muss auch dazu sagen, irgendwie gibt es sehr viele neue Sachen, die helfen. Zum Beispiel gibt es das hier sind übrigens auch Klebetattoos, wollte ich nur mal sagen. Mache ich mir in letzter Zeit immer ganz drauf, finde ich ganz süß. Und sowas gibt es auch als Augenbrauen, Microblading. Und das habe ich bei anderen Girls gesehen, die auch Alopecia haben. Und das habe ich vorher noch nie ausprobiert. Ich hatte ja vorher ein Microblading, das habe ich weglasern lassen und immer Augenbrauen malen. Das ist ein bisschen nervig. Und ich habe letztens mal so eine Augenbraue getestet und ich war wirklich erstaunt, wie gut die halten. Selbst abschminken, schwimmen, schwitzen war kein Problem. Und ich glaube, dass ich damit gut klarkommen werde und auch ja mit ohne Wimpern. Es war auch immer so ein bisschen komisch, aber generell, ich habe ja jetzt auch schon viele Wimpern wieder verloren und irgendwie stört es mich gar nicht mehr so. Ich habe auch heute mich geschminkt, gut finde ich. Es fällt gar nicht aus. Meine Augenbrauen sind zum Beispiel komplett gemalt heute, weil wie schon gesagt, bis hierhin ist alles weg. Da gibt es auch neuere Produkte, wo man ganz feine Härchen mit zeichnen kann. Und ich glaube, dass ich mental damit gut klarkomme. Und wie schon gesagt, ich sehe es halt einfach so, ich habe gestern Gott noch dafür gedankt. Ich habe gesagt, danke Gott,
dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass es mir auch finanziell gut geht. Ich kann mir halt Perücken leisten, ich kann mir Haare kaufen, ich kann all diese Sachen machen und dann bin ich auch dankbar, dass ich die nutzen kann und werde ich halt auch. Und ich habe einfach beschlossen, ich möchte aber jetzt mit diesem Thema mehr Spaß haben. Vorher war es so, dass ich trotzdem immer noch so ein bisschen, also zum Beispiel habe ich, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, immer die gleiche Perücke getragen, weil ich nicht wollte, dass die Leute dann immer fragen, ach, warum hast du jetzt schon wieder eine andere Haarfarbe oder andere. So, wenn ich so in der Woche bin oder Party oder was auch immer, dann kennen das die Leute schon. Die wissen, okay, morgen hat sie blaue Haare, heute hat sie Locken, da hat sie dies, da hat das. So, aber so auf der Arbeit, wenn man mit Leuten immer täglich zu tun hat, da war es immer so, ich wollte immer so ein bisschen den Schein wahren. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass mir das so keinen Spaß macht. Ich möchte Spaß haben im Leben. Ich möchte Spaß haben. Wenn ich jetzt schon diese Krankheit habe, dann mache ich jetzt das Beste draus. Und das heißt, ich trage die geilsten Perücken, wann und wie ich will, welche Farbe, welche Dings. Ist mir scheißegal, ob es auf Arbeit ist, ob es draußen ist, auf Party oder whatever. Ich habe jetzt Spaß. So, und ich mache das Beste daraus und ich bin Gott einfach nur dankbar für mein Leben, dass Jesus immer für mich da ist, dass ich gesund bin, dass ich lieb bin. Und es gibt, klar, ich habe eine Autoimmunerkrankung, aber wir wissen alle, es gibt immer auch noch schlimmere Sachen und ich schaue einfach auf das Gute und alles wird gut. Und ja, und das ist sozusagen jetzt mein Haarupdate. Vielleicht ist es auch der Abschluss dieses Videos oder dieser Reihe, meine Alopecia-Reihe, wobei sie mich wahrscheinlich, denke ich mal, noch mein Leben lang begleiten wird. Kann auch sein, dass ich in einem halben Jahr sage, boah, es geht gar nicht mehr, ich brauche meine Haare zurück und dann wieder mit den Medikamenten anfange. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, nee, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ihr wisst ja auch, ich habe auch abgenommen. Und das hat auch mich nochmal so ein bisschen geboostet. Ich fühle mich wieder wohl in meinem Körper und es stimmt alles und ich genieße das halt einfach. Und wenn das halt ohne Haare ist, dann ist das halt ohne Haare. Und ich weiß, dass es gerade für Frauen, für mich war es auch total belastend, weil ja, uns Frauen bedeuten unsere Haare schon viel, aber trotzdem, ich sag mal, Gesundheit geht an mir doch vor und ja. Ihr süßen Mäuse, das war auf jeden Fall ein Update zu meiner Haarsituation, zu meiner Alopecia-Haarsituation. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben. Falls du neu hier gelandet bist, dann lasst mir gern ein Abo da und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie ihr das seht. Oder falls ihr auch mit Alopecia zu kämpfen habt, ich freue mich über jeden Kommentar. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Eure Liebe auch immer unten in den Kommentaren. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.